schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Ich bin heute unterwegs zu einem alten Bekannten, und zwar dem Andi, der heißt auch Andi. Er war auch schon mal in vergangenen Videos mit seiner blauen Corvette drin vertreten. Und ja, sein Auto springt nicht mehr an. Wir machen heute Kundendienst dort. Er wohnt in Polch hier bei Koblenz und ja, dementsprechend ist es jetzt nicht so weit weg von meinem Standort in Neuwied. Ja, und ihr dürft gespannt sein, wir fahren da jetzt mal hin. Wir sind jetzt beim Andi angekommen in Polch. Hier ist sein Haus. Er wartet auch schon auf uns. Dann steigen wir mal aus. So, gucken wir mal. Ja, hier steht ja auch schon die schöne Corvette und hier ist auch Andi. Willkommen im Chaos. Hast dich heute schon gut angezogen, extra für Es ist so schmuddelig. Was hast du da für ein Outfit an? Was ist das? Der Overall? War mal ein Noch aus deiner Flieger-Overall. Zeit, oder was? Ja, aus alten Tagen. Geil. Ist alles lang her. Ja, dann gucken wir mal nach der Corvette. Du hast gesagt, sie springt nicht mehr an, ja, macht nichts. Ja, genau. Müssen wir mal gucken, wie wir sie aufladen. Also ich hab's dir beschrieben. Muss nur mal gerade zeigen. Ja, zeig am besten mal. War geladen, ist eine neue Batterie und trotzdem. Okay, das hört sich auf den ersten Blick natürlich erstmal nach einer leeren Batterie an, aber du hast die Batterie ja schon getauscht. Ja, da ist schon eine neue drin. Batterie und immer wieder geladen. Kann auch sein, dass ist der einfach nicht richtig. jetzt so vom ersten Hören, könnte man sagen, vielleicht ja, dass der Anlasser schlechte Masse hat. Kann auch sein, dass der Anlasser nicht mehr die volle Power hat. Wir werden vielleicht jetzt gleich noch mal ein bisschen probieren. Wenn es nicht klappt, müssen wir den Wagen einfach aus dem Hauler laden. Dafür sind wir ja da mit dem Hauler. Dann schauen wir mal bei mir vor Ort nach. Ich muss jetzt nicht sagen, dass ich das noch nicht mal ausgepackt habe. Dann kannst du das wahrscheinlich nachfüllen. Das gibt's so noch. So, wir testen jetzt noch, ob wir den Wagen vielleicht mit einer zweiten Batterie oder einem Fremdstarter noch zum Laufen überreden können. Dann hätten wir es ein bisschen einfacher vom Aufladen auf dem Hauler. Ja, wir schauen einfach mal. Das geht komisch, gell? Es hilft alles nichts. Der Wagen, also die Corvette, dreht extrem langsam und das scheint meiner Meinung nach daran zu liegen, dass wir einen sehr hohen Übergangswiderstand an den Batteriepolklemmen haben. Die werden sehr heiß. Da ist einmal ein Fehler und es kann natürlich zusätzlich auch noch sein, dass der Anlasser selbst auch nicht mehr die volle Startleistung bringt. Entweder weil die Kontakte nicht mehr gut sind, weil insgesamt die Wicklung nicht mehr okay ist vom Anlasser. Können verschiedene Punkte der Fall sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Hauler hier ein Stück zur Seite fahren und dann werden wir das Auto noch versuchen anzuschieben, damit wir es leichter laden können. Und ansonsten wird es halt mit der Winde einfach hochgezogen. So, jetzt kommt der Test. Achtung! Der erste ist zu, dann blockieren die Räder. Dann macht's weiter. Jo! Kraftstoff hat die. Soll ich gerade noch einen Nachbarn dazu holen? Kennst du hier irgendwen? Ja, das wäre natürlich schon geil. So, es wird noch ein weiterer Nachbar zur Hilfe gerufen. Sonst schaffen wir das nicht. Ja, ja. Haben wir jetzt noch einen weiteren Helfer, oder was? Ja. Oder? Ja? Das ist ja ein Traum hier, ey. Funktioniert ja wieder alles einwandfrei. Ist gut, dass du hier alle kennst, Andi. Ja. Ja, noch ein Ding in eigener Sache, und zwar, vielleicht hast du ja schon gesehen, dass der Kanal recht klein ist. Also aktuell habe ich so um die 2000 Abonnenten. Das wäre natürlich super, wenn der noch ein bisschen weiter wachsen würde und ein bisschen größer werden würde.
Und ja, du würdest mir auf jeden Fall einen Gefallen damit tun, wenn du das Video vielleicht auch mal einem Freund oder Bekannten schickst über WhatsApp oder was auch immer. Einfach damit man ja, mehr Reichweite bekommt, damit der Kanal ein bisschen wächst und sich das Ganze auch ein bisschen mehr lohnt, die Videos zu produzieren. Das wäre auf jeden Fall super. Jetzt geht's weiter im Video. Bisschen rutschig, gell? Ja. Zündung! Okay. Ja. Jetzt sitze ich im Auto. Schauen wir mal, ob das irgendwie besser geht. Ne, gar nichts ist hier mehr. Wir haben uns dann nach dem ungefähr 10. Versuch dazu entschieden, den Hauler einfach vors Auto zu spannen, damit er den Wagen mit dem Seil anzieht. So, und er ist an. So, ich fahre jetzt. Super. So, nachdem die Corvette angesprungen ist, ließ sie sich auch deutlich einfacher hier auf den Hauler fahren, weil die schon etwas tief ist und da ist die Gefahr einfach groß mit der Seil, dass man den Spoiler abreißt. Ja, hier das Kontrastprogramm vom Andi. Sein Elektroflitzer. So geht's auch. So geht's auch, ja. Ja, cool, Andi. Dann haben wir eigentlich alles. Wieder Aktion wie immer. Wieder Aktion, ja. Aber ich glaube, es war am besten so. Ja, sonst wäre wahrscheinlich noch mehr kaputt gegangen, wenn wir den Wagen hochgezogen hätten. So, jetzt geht er erstmal in die V8 Lounge Genau, und dann schauen wir mal weiter. Du bist in guten Händen wie immer. Alles klar. Alter. Okay.